Today's story is about a question of belonging and finding home. This bilingual story teaches indirekte Fragen, enhancing your German communication skills by exploring how natives express curiosity and seek information indirectly. Lenas Herz klopft, als der Zug hält. Lena's heart beats as the train stops. Lenas Herz klopft, als der Zug hält. Wird mich jemand erkennen? Will someone recognize me? Did you hear how Lena expressed her thoughts? She's using a direct question here. In German, we can turn this into an indirect question. For example, ich frage mich, ob mich jemand erkennen wird. Let's hear the original again. Wird mich jemand erkennen? Gehöre ich noch dazu? Do I still belong here? Notice how Lena is asking herself another question. We could make this indirect by saying, ich möchte wissen, ob ich noch dazugehöre. This is how we form indirect yes, no questions using ob. Let's listen again. Gehöre ich noch dazu? Sie steigt zögernd aus. She hesitantly gets off. Sie steigt zögernd aus. Lena, bist du das wirklich? Lena, is that really you? Lena, bist du das wirklich? Maria, du bist gekommen. Maria, you came. Maria, du bist gekommen. Natürlich, willkommen zurück. Of course, welcome back. Natürlich, willkommen zurück. Danke, du siehst toll aus. Thank you, you look great. Danke, du siehst toll aus. Du auch, wie war die Reise? You too, how was the trip? Du auch, wie war die Reise? Lang, aber gut. Long, but good. Lang, aber gut. Wann öffnet der Markt? When does the market open? Did you catch Lena's question about the market? This is a direct question, but we can make it indirect. For example, kannst du mir sagen, wann der Markt öffnet? Notice how the word order changes. Let's hear it again. Wann öffnet der Markt? Um 9 Uhr, wie immer. At 9 o'clock, as always. Um 9 Uhr, wie immer. Weißt du, wo Onkel Hans wohnt? Do you know where Uncle Hans lives? Here's a perfect example of an indirect question. Did you notice how Lena used weißt du wo? This is one way to form indirect questions with question words. The verb goes to the end. Let's listen once more. Weißt du, wo Onkel Hans wohnt? Noch im alten Haus am Stadtrand. Still in the old house on the outskirts of town. Noch im alten Haus am Stadtrand. Ich frage mich, wie es ihm geht. I wonder how he is doing. Another great example of an indirect question. Lena uses ich frage mich wie. This is how we form indirect questions with how. Notice the verb at the end again. Let's hear it one more time. Ich frage mich, wie es ihm geht. Vermisst dich sehr. He misses you a lot. Vermisst dich sehr.
Wirklich? Das freut mich. Really? That makes me happy. Wirklich? Das freut mich. Möchtest du ihn besuchen? Would you like to visit him? Möchtest du ihn besuchen? Ja, sehr gerne. Yes, I would love to. Ja, sehr gerne. Ein vertrauter Duft weht vorbei. A familiar scent wafts by. Ein vertrauter Duft weht vorbei. Riechst du das auch? Do you smell that too? Riechst du das auch? Ja, die Bäckerei ist noch da. Yes, the bakery is still there. Ja, die Bäckerei ist noch da. Wie schön, gehen wir hin? How nice, shall we go there? Wie schön, gehen wir hin? If you're enjoying this story, give it a thumbs up and subscribe to catch more stories like this. Sie gehen zur Bäckerei. They walk to the bakery. Sie gehen zur Bäckerei. Der Geruch weckt Erinnerungen. The smell brings back memories. Der Geruch weckt Erinnerungen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Yes, some things never change. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Sieh mal, der alte Spielplatz. Look, the old playground. Sieh mal, der alte Spielplatz. Er ist noch immer beliebt. It's still popular. Er ist noch immer beliebt. Das freut mich zu sehen. I'm glad to see that. Das freut mich zu sehen. Sie betreten die Bäckerei. They enter the bakery. Sie betreten die Bäckerei. Lena, kaum zu glauben. Lena, hard to believe. Lena, kaum zu glauben. Hallo, Sie erinnern sich an mich? Hello, you remember me? Hallo, Sie erinnern sich an mich? Natürlich. Möchtest du ein Brötchen? Of course. Would you like a roll? Natürlich. Möchtest du ein Brötchen? Gerne. Sind sie frisch? Yes, please. Are they fresh? Gerne. Sind sie frisch? Vor einer Stunde gebacken. Baked an hour ago. Vor einer Stunde gebacken. Wie in meiner Kindheit. Just like in my childhood. Wie in meiner Kindheit. Plötzlich hören sie Musik. Suddenly they hear music. Plötzlich hören sie Musik. Was ist das? What is that? Was ist das? Oh, die Vorbereitungen fürs Fest. Oh, the preparations for the festival. Oh, die Vorbereitungen fürs Fest. Stadtfest? Wann ist das? City Festival? When is it?
Did you hear Lena's direct question about the festival? We could make this indirect by saying, ich möchte wissen, wann das Stadtfest ist. This shows how we can use wann in indirect questions. Let's listen to the original again. Stadtfest, wann ist das? Nächste Woche. Willst du helfen? Next week. Do you want to help? Nächste Woche. Willst du helfen? Gerne, was kann ich tun? Sure, what can I do? Gerne, was kann ich tun? Komm, wir fragen das Komitee. Come on, let's ask the committee. Komm, wir fragen das Komitee. Sie eilen zum Festplatz. They hurry to the festival grounds. Sie eilen zum Festplatz. Alles sieht so vertraut aus. Everything looks so familiar. Alles sieht so vertraut aus. Ja, aber es gibt auch Neues. Yes, but there are also new things. Ja, aber es gibt auch Neues. Ich bin gespannt darauf. I'm excited about that. Ich bin gespannt darauf. We hope you're enjoying the story so far. What aspects have you liked the most? Comment and tell us about your favorite parts up to this point. Am Festplatz treffen sie Onkel Hans. At the festival grounds, they meet Uncle Hans. Am Festplatz treffen sie Onkel Hans. Onkel Hans. Uncle Hans. Onkel Hans. Lena, mein Kind, endlich bist du da. Lena, my child, finally, you are here. Lena, mein Kind, endlich bist du da. Wie schön, dich zu sehen. So nice to see you. Wie schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus. Wie geht's dir? You look good. How are you? Du siehst gut aus. Wie geht's dir? Gut, aber etwas nervös. Good, but a bit nervous. Gut, aber etwas nervös. Warum denn? Why is that? Notice how Hans asks, Warum denn? This is a direct question. We could make it indirect like this. Fragt, warum sie nervös ist. This demonstrates how to use warum in indirect questions. Let's hear Hans again. Warum denn? Passe ich noch hier rein? Do I still fit in here? Passe ich noch hier rein? Du gehörst immer hierher, Lena. You always belong here, Lena. Du gehörst immer hierher, Lena. Genau, wir brauchen dich beim Fest. Exactly, we need you at the festival. Genau, wir brauchen dich beim Fest. Wirklich? Wie kann ich helfen? Really? How can I help? Wirklich? Wie kann ich helfen?
Wir suchen jemanden für Deko. We are looking for someone for decoration. Wir suchen jemanden für Deko. Das kann ich gut. I can do that well. Das kann ich gut. Perfekt. Wir treffen uns morgen. Perfect. We'll meet tomorrow. Perfekt. Wir treffen uns morgen. Ich freue mich darauf. I'm looking forward to it. Ich freue mich darauf. Die Woche vergeht wie im Flug. The week flies by. Die Woche vergeht wie im Flug. Es macht so viel Spaß hier. It's so much fun here. Es macht so viel Spaß hier. Schön, dass du da bist. Glad you're here. Schön, dass du da bist. Du bringst Leben in die Stadt. You bring life to the town. Du bringst Leben in die Stadt. Danke, das bedeutet mir viel. Thank you, that means a lot to me. Danke, das bedeutet mir viel. Der Abend des Festes bricht an. The evening of the festival arrives. Der Abend des Festes bricht an. Wow, alles sieht wunderschön aus. Wow, everything looks beautiful. Wow, alles sieht wunderschön aus. Dank dir. Lass uns tanzen. Thanks to you. Let's dance. Dank dir. Lass uns tanzen. Ihr beiden seid noch immer wild. You two are still wild. Ihr beiden seid noch immer wild. Manche Dinge ändern sich nie. Some things never change. Manche Dinge ändern sich nie. We're dedicated to making your German learning journey enjoyable. Join us every day to keep the momentum going. Nach dem erfolgreichen Fest. After the successful festival. Nach dem erfolgreichen Fest. Maria, ich habe nachgedacht. Maria, I've been thinking. Maria, ich habe nachgedacht. Worüber? About what? Did you catch Maria's short question? We could make this indirect by saying, Maria möchte wissen, worüber Lena nachgedacht hat. This shows how we can use question words with prepositions in indirect questions. Let's listen once more. Worüber? Über mein Leben hier. About my life here. Über mein Leben hier. Und? Was denkst du? And what do you think? Und? Was denkst du? Ich möchte bleiben. Geht das? I want to stay. Is that possible? Ich möchte bleiben. Geht das? Wirklich? Das wäre wunderbar. Really? That would be wonderful. Wirklich? Das wäre wunderbar. Natürlich geht das.
Of course it is possible. Natürlich geht das. Aber wo soll ich wohnen? But where should I live? Aber wo soll ich wohnen? Mein Gästehaus steht leer. My guest house is empty. Mein Gästehaus steht leer. Wirklich, das wäre perfekt. Really, that would be perfect. Wirklich, das wäre perfekt. Ich helfe dir beim Einrichten. I'll help you set it up. Ich helfe dir beim Einrichten. Ihr seid die Besten. You are the best. Ihr seid die Besten. Sie umarmen sich. They hug each other. Sie umarmen sich. Auf einen Neuanfang. To a new beginning. Auf einen Neuanfang. Und auf alte Freundschaften. And to old friendships. Und auf alte Freundschaften. Und neue Abenteuer. And new adventures. Und neue Abenteuer. Sie stoßen an. They toast. Sie stoßen an. Ich bin so glücklich hier. I am so happy here. Ich bin so glücklich hier. Wir auch, Lena, wir auch. So are we, Lena, so are we. Wir auch, Lena, wir auch. Willkommen zu Hause. Welcome home. Willkommen zu Hause. Ja, hier gehöre ich hin. Yes, this is where I belong. Ja, hier gehöre ich hin. Lena lächelt in die Zukunft. Lena smiles into the future. Lena lächelt in die Zukunft. Endlich wieder daheim. Finally back home. Endlich wieder daheim. Enjoyed this story? Don't miss out. Click the video to discover another adventure that's just as thrilling.